Hello everyone, today is day 28 of our language challenge. Today's topic is another one that is very common in corporate culture, as many companies regularly take part in various team events. One of my fondest workplace memories is when our team of four participated in a cross-country skiing race. We actually managed to win second place, losing only to the team from the Ministry of Defense. It was an incredible race. At times it felt like I wouldn't have enough brace to make it to the finish line, but that second wind kick in and all the sports training finally paid off. Again, if you haven't had an experience like this yet, I truly hope you will in the future. Or who knows, maybe you will propose this very idea to your boss and they will absolutely love it. I wish you the best of luck. Let's get started. Now, to take exam strategy to the absolute next level, let's break down a set of advanced, topic-specific vocabulary and full sentence phrases. Must-have phrases like these are exactly what you need to avoid generic repetitive words under stress. They will help us express complex logistical ideas fluently, negotiate budgets smoothly, and prove to the examiner that we can speak naturally and precisely in any real-life Austrian scenario. Let's dive straight into them. How to start conversation. Der Einstieg. Hallo, hast du schon gehört? Wir müssen planen. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht? Unser Chef hat uns gebeten, zu organisieren. Wollen wir gleich mit der Planung anfangen? Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht. Am besten fangen wir mit an. Making suggestions and brainstorming. Vorschläge machen. Ich würde vorschlagen, dass wie wäre es, wenn wir organisieren kaufen? Es wäre sinnvoll zuerst zu erledigen, meinst du nicht? Wir könnten auch in Betracht ziehen. Agreeing with the partner, zustimmen. Das ist eine ausgezeichnete Idee, das machen wir so. Dein Vorschlag klingt sehr vernünftig, ich bin absolut dafür. Genauso machen wir es, das spart uns viel Zeit. Polite disagreement and alternatives, Widerspruch und Gegenvorschläge. Das ist ein interessanter Vorschlag, aber ich befürchte, das ist zu teuer, aufwendig. Ich verstehe deinen Punkt, aber wie wäre es stattdessen mit? Meinst du wirklich? Ich denke, es wäre besser, wenn wir dividing tasks and logistics, Aufgaben verteilen. Wer übernimmt die Verantwortung für? Könntest du dich vielleicht kümmern? Ich würde mich dann bemühen. Ich kann gerne den Einkauf, die Buchung übernehmen, wenn das für dich okay ist. Übernimmst du das? Ja, abgemacht. Closing the discussion, der Abschluss. Zusammenfassend halten wir fest, du kümmerst dich und ich mache. Wir haben alles Wichtige besprochen. Wollen wir uns nächste Woche noch einmal kurz treffen? Perfekt, dann steht der Plan. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. So, you want to organize your company's participation in a large corporate run together with your colleague in order to strengthen team spirit. Consider how you can motivate the employees for the run and who will take care of the registration and the payment of the entry fees. Discuss how to schedule joint training sessions and who will order running shirts with the company logo. Also consider whether the company will fund a subsequent dinner or a picnic for all participants. Well, let's start with our organization activities. We will use the maximum possible number of template phrases that can serve as your foundation for organizing other similar events. Hallo, hast du schon gehört? Nächsten Monat findet der große Business Run in der Stadt statt. Der Chef hat uns gebeten, dass wir die Teilnahme an einem Firmenlauf organisieren. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie wir anfangen sollen? Hallo, ja, das ist eine fantastische Idee. Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht. Am besten fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Wie können wir die Mitarbeiter für den Sport motivieren? Viele Kollegen sitzen ja den ganzen Tag im Büro und machen vielleicht nie so viel Bewegung. Was meinst du?
Ich würde vorschlagen, dass wir eine interne Rundmail schicken und ein kleines Infotreffen in der Mittagspause machen. Wir sollten betonen, dass es nicht um Höchstleistungen geht, sondern darum, den Teamsgeist in Unternehmen zu stärken. Wenn wir die genaue Anzahl der Läufe wissen, müssen wir die Anmeldung rechtzeitig erledigen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Das machen wir so. Ich habe den Chef gefragt und die Firma wird die komplette Startgebühr für das Team bezahlen. Um Verletzungen zu vermeiden, wäre es zudem sinnvoll, wenn wir gemeinsame Trainingstermine vereinbaren. Wir könnten ab nächster Woche jeden Dienstagabend im Park zusammenlaufen. Ein gemeinsames Training ist super. Was die Ausrüstung betrifft, sollten wir für alle Teilnehmer teure Markenschuhe von Adidas kaufen, damit das Team professionell aussieht. Das ist ein interessanter Vorschlag, aber ich befürchte, das ist für das Firmenbudget zu teuer, da Laufschuhe sehr individuell sind. Ich verstehe deinen Punkt, aber wie wäre es stattdessen, wenn wir einheitliche Laufshirts mit dem Firmenlogo bedrucken lassen? Das sieht beim Event auch sehr professionell aus und wir können einfach die passenden Größen für alle bestellen. Dein Vorschlag klingt sehr vernünftig. Ich bin absolut dafür. Ein T-Shirt reicht völlig aus und ist viel günstiger. Genau so ist es. Nach dem Lauf werden alle Teilnehmer sicherlich hungrig und erschöpft sein. Wir sollten für den Abend ein schönes Programm planen. Sollen wir einen Tisch in einem Restaurant reservieren oder lieber ein gemütliches Picknick im Park planen? Ein Picknick im Park direkt neben der Laufstrecke wäre perfekt und unkompliziert. Die Firma könnte ein anschließendes Abendessen finanzieren, indem wir einfach Pizza und kalte Getränke dorthin bestellen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das vergegebene Budget einhalten. Perfekt. Das Essen im Park wird allen gefallen. Lass uns nun die Verantwortung im Team aufteilen, damit jeder weiß, was zu tun ist. Ich kann gerne den Kontakt mit der Eventagentur übernehmen und die Anmeldung für unser Team durchführen, wenn das für dich okay ist. Außerdem kümmere ich mich um das Design und bestelle die Laufshirts. Aber könntest du dich vielleicht um die Organisation der Verpflegung und die Trainingstermine übernehmen? Übernimmst du das? Ja, abgemacht. Ich werde die E-Mails wegen der Trainingstermine verschicken und das Essen für das Picknick organisieren. Wir haben das Beste aus dieser Besprechung gemacht. Damit haben wir eigentlich an alles Wichtige gedacht, oder? Zusammenfassend halten wir fest: Du kümmerst dich um die Teamanmeldung und die Laufshorts und ich mache die Trainingsplanung und das Picknick. Wir haben alles Wichtige besprochen. Wollen wir uns nächste Woche noch einmal kurz treffen? Perfekt, dann stellen der Plan. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. And to top it all off, we will finish today's session with a set of useful phrases and expressions from this topic. It is precisely thanks to having these building blocks in your vocabulary that your speech will eventually become natural and fluent, as you won't need to piece together a large number of individual words while frantically trying to put them in the right case with the correct ending. Registration and Team Motivation. Die Teilnahme an einem Firmenlauf organisieren, die Mitarbeiter für den Sport motivieren, die Anmeldung rechtzeitig erledigen, die Startgebühr für das Team bezahlen. Logistics und Preparation. Laufshirts mit dem Firmenlogo bedrucken, gemeinsame Trainingstermine vereinbaren, den Teamgeist in Unternehmen stärken, die passenden Größen für alle bestellen. Celebration and Budgeting. Ein anschließendes Abendessen finanzieren, ein gemütliches Picknick im Park planen, das vorgegebene Budget einhalten, die Verantwortung im Team aufteilen.
That's all for today, guys. Thank you so much for catching your second wind and smashing day 28 with me. Just like in that cross-country skiing race, when you think you are out of breath, your determination kicks in and pushes you right across the finish line. I would absolutely love to hear about your own corporate sport memories, so definitely leave your stories in the comments below. Also, the link to today's presentation slides is right there in the video comments, so make sure to download them. Practice this 6-block dialogue out loud, master the vocabulary about corporate budgeting, and let's keep that amazing momentum going. We are officially in the top 2 home stretch of the B2 marathon, and you are going incredible. Keep moving forward, you've got this. Don't forget to like this video, subscribe to the channel so you don't miss day 29, and I will see you tomorrow as we keep crushing this ÖIF B2 marathon together. Keep pushing, stay motivated, and see you next time.